Du wolltest schon immer mal auf 4 Meter Höhe etwas absägen und dabei trotzdem auf dem Boden stehen? Dann sind wir hier genau richtig und dann bist du hier genau richtig vor allem. Wir haben hier einen Hochendtaster und wir haben hier eine absolute Premiere. Das ist wohl das längste Gerät, was wir bis jetzt jemals in einem Video bei uns hatten, denn es ist wirklich abendlich. Wir haben so, wie es hier steht, ich stelle es jetzt mal auf den Boden, ja, haben wir hier eine Länge von 2,40 Meter. Und wenn ich hier dran ziehe, geht das sogar noch mal 40 Zentimeter höher und ich habe hier volle 2,80 Meter. Und wenn ich es hochhebe, komme ich hiermit wirklich auf amtliche 4 Meter. Da oben wird wahrscheinlich keine Kamera mehr hinkommen. Und jetzt könnte ich da oben hier vor mich hinsägen. Das werden wir auch gleich mal machen. Und ich finde es super spannend, das mal auszuprobieren. Und ihr habt gesagt, Sebastian, teste das. Also machen wir das heute auch. Lass uns ganz kurz über das Gerät sprechen. Wir haben hier oben die Motoreinheit. Wir haben hier einen Brushless-Motor. Übrigens, das Gerät habe ich noch gar nicht gesagt, das ist das GKE 18V25T. Wir haben hier einen Motor, wir haben hier eine Schwertlänge von 25 cm, nutzbar sind so 23,5. Ich habe hier auch die Möglichkeit, meinen Ast nochmal nachzuziehen. Wir haben hier eine automatische Kettenschmierung, kommt Öl rein, Feuer frei. Und ansonsten gibt es hier oben gar nicht viel mehr zu erzählen, außer wir haben hier so 7,7 Meter Kettengeschwindigkeit. Dann haben wir hier im Mittelteil das Teleskop. Also die Teleskopfunktion, ich kann es hier einziehen, hier raus und wieder rein. So wie du es halt gerade brauchst, kannst du nur halb ausziehen und kannst dann entsprechend festmachen. Ich mache es wirklich jetzt mal hier mal fest, um euch Folgendes zu zeigen. Wenn du sagst, das ist zu lang, um es zu transportieren, gar kein Problem. Dann machst du Folgendes, du löst hier einfach diese Schraube, zack, 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 drückst hier drauf, ziehst das hier auseinander. So, und schon hast du 2 Teile. Einmal hier, hier Akku und dann hast du hier den Motorteil. Und das wirst du schon irgendwie ins Auto reinkriegen. Ja? Ich habe gesehen, dass irgendjemand sich irgendwo mal beschwert hat, klingt irgendwie komisch, oder? Dass diese Kontakte hier irgendwie komisch sind oder irgendwie komisch auch zusammengehen. Finde ich überhaupt nicht, weil es gibt nur eine Position, in der das passt wunderbar zusammen und das funktioniert einfach. Ich zeige euch das mal, nochmal, wie gut das auch ist. Hier auf dem Tisch ist es gar nicht, also einfach jetzt wirklich nicht. Und es gibt keine Funktion oder keine Position, in der es auch noch passen würde, außer genau so. So, jetzt wieder fest und dann haben wir das auch. Hier wieder einfahren und ja, bums, ja, läuft einfach. Jetzt gucken wir auf die Unterseite. Hier hast du es ja im Griff. Erstmal hier Akku. Hier ist ein Akku drin. Hier unten kannst du alles bis 15 Ampere-Stunden reintun, 12 Ampere-Stunden und so weiter. Schließt dann hier unten entsprechend ab. Dann hast du hier deinen Griff zum Starten. Der ist jetzt erstmal arretiert, würde man sagen, genau. Du schiebst das nach oben, dann hier rein und dann geht es auch schon los. Mehr ist es auch nicht. Und jetzt lass uns mal nach draußen gehen. Boah. Nicht ergeben. Wer fällt, der pflegt? Nee, wer pflegt, der muss wegräumen. Immerhin hatte ich auch Spaß. Ui. Das ist ein Stehast. Mann, alter Mann, und keiner hilft hier. Aber das ist wirklich so das Ding hier, jetzt runter.
Hallo, aber so richtig hallo. Ihr habt gesehen, das hat richtig Spaß gemacht, geht aber auch echt auf die Schulter. Denn wenn du das Gerät so hältst, ist es so, dass es einerseits hier in den Bizeps geht, andererseits aber auch dieses Runterfallen. Oh, das sind 5 Kilo. Wir haben auch mal nachgemessen, ohne Akku 5 Kilo. Aber da hängt halt auch ordentlich Gewicht dran. Man muss aber sagen, es macht auch richtig Laune. Also es ist richtig cool, wie durchzugstark die Maschine auch ist. Also das ist schon echt beachtlich. Ich nehme sie jetzt mal so auseinander. Also jetzt ist handlicher, aber jetzt kein Motor, also kein Stromversorgung mit dabei. Also, man muss jetzt sagen, vorhin im Video, am Anfang des Videos habt ihr euch vielleicht gewundert, das Schwert war falsch rum drauf, war unsere Schuld. Ja, original wäre es richtig gewesen. Die Maschine hat gut durchgezogen, hat nie geschwächelt. Das war richtig, richtig genial. Und übrigens, das heute war ja dafür gedacht, weil ihr gesagt habt, wir sollen das mal testen. Sollen wir da mal einen großen Test machen? Sollen wir 25 verschiedene Hochentaster mal ausprobieren? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Die Bedienung hier vom unteren Teil war auch richtig gut. Also hier das Ganze hier so anzufassen, hier und dann los, das hat wunderbar funktioniert. Also da kann man gar nichts sagen. Auch hier der Grip, den man hier hatte, man konnte es echt gut greifen. Auch hier unten wunderbar. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin dankbar, dass das nicht mein täglich Job ist, weil ich glaube, es würden entweder 2 Dinge passieren. Ich würde alle Bäume niedermähen oder ich würde jeden Tag mit hartem Muskelkater nach Hause gehen. Ich kann nur sagen, für 365 € ist das schon eine echt coole Maschine, mit der du jede Menge Spaß haben kannst. Und für euch, ich freue mich auf eure Kommentare und so lange ran ans Werkzeug oder in den Ast und bis zum nächsten Mal.